Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Anne Kramer, leidenschaftliche Model-Based Testerin. Model-Based Testing geistert immer wieder durch die Tester-Community durch, aber ich merke gerade bei meinen Kunden häufig Vorurteile und Vorbehalte gegenüber dieser Methode der Testfallerstellung. Zu formal, zu strukturiert, zu schwer, zu kompliziert. So die Vorurteile. Dass das Ganze aber auch leichtgewichtig und pragmatisch funktionieren kann oder sogar sollte, das zeigt uns Anne jetzt gleich im Gespräch. Wir besprechen, wie Testmodelle entstehen, wo sie an die Automatisierung anknüpfen können und wie sie gewartet werden können. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Richie. Ja, das ist ja eine Folge, die wollten wir eigentlich am German Testing Day noch aufnehmen, haben wir nicht ganz geschafft. Aber jetzt im Nachgang schaffen wir das zumindest remote noch. Das freut mich sehr, weil du bist ja eine Expertin für ein ganz spannendes Thema, das immer so in diesen Testfallentwurfsthemen so ein bisschen mitschwingt. Aber viele, glaube ich, gar nicht genau wissen, was eigentlich so dahinter steckt und wie es funktioniert oder eher so eine Skepsis auch haben, was man damit überhaupt machen kann und ob das sinnvoll ist. Und zwar geht es um modellbasiertes Testen. Ja. Und da ist gleich meine erste Frage, wenn du mal so in deinen eigenen Worten beschreibst, was heißt denn modellbasiertes Testen eigentlich? Da fängt schon an. Das modellbasiertes Testen, das ISTQB definiert modellbasiertes Testen ja wirklich sehr, sehr simpel, nämlich als Testing based on or involving models, also alles, was irgendwie Modelle im Test verwendet. Das ist eine sehr, sehr allgemeine Definition. Die ist so allgemein, weil es unglaublich viele verschiedene Ansätze gibt, die Modelle im Test verwenden. Und diese alle unter einen Hut zu bringen, ist halt unheimlich schwierig. Für mich ist modellbasiertes Testen die Verwendung von grafischen Darstellungen dessen, was man testen möchte. Das ist der Kern und das ist eigentlich auch das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Hinzu kommt beim modellbasierten Testen natürlich auch ein Aspekt der Automatisierung. Das heißt, man hat Tools, die einem dann helfen, aus den grafischen, was man sich ausgedacht hat sozusagen und den Informationen, die man im Modell hinterlegt, sich dann Testfälle generieren zu lassen oder vielleicht auch Testskripte für die Automatisierung. Okay, also du sagst eine grafische Repräsentation dessen. Das können wir jetzt natürlich nicht so wirklich herzeigen, aber wie sieht dann sowas aus? Wie sieht so ein Modell aus? Also grafische Modelle, wenn ich grafische Modelle sage, dann ist das in meinem Umfeld, sind das Flowcharts. Wir versuchen auch immer sehr zu vermeiden, von UML-Diagrammen, Aktivitätsdiagrammen oder so zu sprechen. Aber da fängt's habe ich schon gesagt, da fängt schon an. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Umfeld man ist, je nachdem, welches Werkzeug, welche Software man verwendet, was man eigentlich überhaupt als grafische Modelle hat. Also man kann sehr gut, und das ist auch der Ursprung eigentlich von der Idee des modellbasierten Testens, man kann ja sehr gut auch Zustandsdiagramme nehmen und daraus Testfälle ableiten. Das ist, also dann hätte man einen einen State Chart als Grundlage und die verschiedenen Pfade durch dieses State Chart bilden dann die verschiedenen Testfälle. Genauso wie beim Aktivitätsdiagramm oder wie ich es halt gerne nenne, Flowchart, die verschiedenen Pfade. Jeder Pfad durch den Flowchart ist ein möglicher Testfall. Okay. Und jetzt ist es ja so, also das basiert ja auf der Anforderung, ne? Also auf der Basis, auf der Testbasis, die ich nutzen möchte für meine Testfälle. Gibt es denn da irgendwelche, die sich besonders gut eignen? So eine gewisse Kategorie an Tests, die ich damit umsetzen kann, oder ist das beliebig? Also wenn wir von grafischen Modellen und von Flowcharts ausgehen oder Workflows ausgehen, dann eignen sich natürlich all die Tests ganz besonders, die mehr so, wenn wir noch von V-Modell sprechen, weiter oben im V-Modell sind oder wenn wir dann von der Testpyramide sprechen, weiter oben in der Testpyramide sind. Also Testfälle, die mehr so die abstrakte Sicht auf das System haben, die nicht zu sehr ins Detail gehen und wo man Testabläufe haben möchte, die ich lege den Kunden an, bis der Datensatz ist in der Datenbank angekommen und der Kunde bekommt auch wirklich die Ware zugeschickt, abtesten möchte. Also sprich Systemtest, Akzeptanztest,
und zwar Systemakzeptanztests. Es gibt aber durchaus auch Ansätze, also gerade bei den zustandsbasierten Modellen, wo man Unit-Tests mit Modellen betreiben kann. Und der Vollständigkeit halber sollte man vielleicht auch sagen, es gibt auch modellbasierte Testansätze, die auf textuellen Modellen basieren. Ah ja, okay. Jetzt nimm uns mal da ein bisschen mit, vielleicht auf die Reise. Wie läuft sowas an? Wie starte ich damit? Wie komme ich da zu meinen Testfällen und was sind dann so auch die Benefits, die ich dann daraus rausziehen kann? Also der große Vorteil vom modellbasierten Testen ist, dass ich mich relativ frühzeitig darum kümmern kann, was ich eigentlich wie testen möchte. Und zwar schon zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nicht klar ist, wie genau der Button heißt, wie genau die Reihenfolge der Eingabemasken ist. Ich weiß ja trotzdem schon so den groben Ablauf. Und das heißt also, wenn eigentlich ab dem Moment, wo klar ist, was eigentlich das System machen soll, kann man auch anfangen und schon Abläufe definieren. Und die kann man dann als Grundlage hernehmen für Diskussionen. Eigentlich, wenn man mal streng genommen betrachtet, kommt die Modellierung ja aus dem Requirements Engineering. Das ist ursprünglich mal erfunden worden im Zusammenhang mit dem Unified Process, kommt das ganze UML her. Und im Grunde ist das etwas, was vorgeschlagen wurde. Man soll Requirements so darstellen, weil es dann einfacher zu verstehen ist, leichter zu erfassen ist, man eine bessere Abstraktion hat. Nur wird es relativ wenig gemacht. Häufig starten wir entweder mit textuellen Requirements oder mit einem Product Backlog. Und ganz viel von der Information, die man als Entwickler oder als Tester oder auch Entwicklerin und Testerin brauchte, steckt immer noch in den Köpfen der Stakeholder, der Product Owner, wie auch immer. Und diese zusätzliche Information überhaupt sichtbar zu machen, das ist einer der ganz großen Mehrwerte von der Modellierung, ganz generell. Und das ist das und die Tatsache, dass ich in der Lage bin, zu abstrahieren. Mit anderen Worten, ich kann mehr die Vogelperspektive auf mein System einnehmen und ich bin nicht von Klick zu Klick, spezifiziere meine Tests nicht von Klick zu Klick, sondern ich mache mir Gedanken darüber, was sind denn so die Fälle, die ich abtesten möchte. Also beispielsweise der Minderjährige bekommt kein Bier, also der unter 16-Jährige in Bayern zumindest bekommt kein Bier. Zwischen 16 und 18 bekommt man Bier, aber keinen Schnaps. Und über 18 bekommt man dann alles. Und mit 99 bekommt man auch noch alles. Das sind so die Sachen, die Überlegungen, die Tester haben. Und da ist es völlig egal, wie der Ablauf in der Kasse ist. Ja, ist richtig. Das heißt aber, jetzt ist es ja häufig so, dass so eine Anforderung oder so, wie du sagst, das sind ja häufig in textueller Form und quasi im modellbasierten Testen baue ich mir dann ja erst das Modell daraus, ne? Genau. Da ich ja gesagt habe, den größten Mehrwert erhält man, wenn man sich frühzeitig an die Modellierung macht. Wäre es eigentlich sinnvoll, wenn schon die Product Owner oder die Business Analysten anfangen würden, mit den Modellen zu arbeiten. So funktioniert es aber in der Praxis nicht. In der Praxis funktioniert es eher, wenn es die Leute sind, die Informationen am dringendsten brauchen. Und aus irgendeinem Grund sind das Tester. Weil Tester gerne strenge Vorgaben haben wollen. Entwickler, die fragen dann, die denken sich was aus und fragen, ob das funktioniert. Aber Tester, die wollen wissen, die haben ja so das Schwarz-Weiß-Denken, richtig, falsch. Was ist denn jetzt wirklich gefordert und was nicht? Und die wollen das klären. Und deswegen funktioniert das modellbasierte Testen eben ganz besonders gut, wenn sich die Tester um die Modellierung kümmern. Ist es ja auch so, dass da entstehen ja wahrscheinlich auch ganz viele Fragen, ne? Wenn kann ich mir vorstellen, wenn ich so ein Modell daraus baue, da komme ich ja wahrscheinlich zwangsläufig an total viele Unklarheiten so in der Anforderung auch ran, oder? Absolut. Das funktioniert immer so, dass man sich die Anforderungen oder das, was man halt hat, vielleicht ist es ja sogar nur eine Besprechung und eine Vorführung, die man bekommen hat, das nimmt man zur Grundlage und dann fängt man an, das Modell zu malen. Und dann kommen so Fragen. Was passiert denn, wenn ich hier auf Cancel klicke? Oder wird wirklich jeder Datensatz gespeichert? Also ganz viele Fragen. Und die ersten Versionen der Modelle, die sind voller lauter gelber Zettelchen. Das Notizenfeld ist ein ganz, ganz wichtiges Modellierungselement.
Und weil nämlich anhand dieser Zettelchen man dann eben seine Fragen stellen kann. Und man kann sie auch ganz gezielt, man kann sehr schön zeigen. Also so habe ich den Ablauf verstanden. Stimmt das mit deinen Plänen überein? Und hier habe ich noch Fragen und der kann die dann adressieren. Das ist also das Modell ist ein Kommunikationsmittel. Ja, und gleichzeitig eine super Qualitätssicherung auch für das, was in den Köpfen der Anforderer und so drinnen ist. Ne? Also das dann auch greifbar zu bekommen. Tatsächlich unterrichte ich ja auch den Certified Professional for Requirements Engineering oder habe das zumindest in der Vergangenheit getan. Und da gibt es eine Review-Methode, die Transformation in eine andere Dokumentationsform ist. Also man kann Requirements entweder textuell oder modellbasiert darstellen und die Transformation in die andere Form ist die Review-Methode, weil man dann nämlich zum ersten Mal so, ja, im Grunde, es ist wie immer, man kann den Text x-mal gegenlesen, man findet keine Unstimmigkeiten mehr, aber wenn man dann anfängt, das wirklich umsetzen zu wollen, dann kommen plötzlich ganz, ganz viele Fragen. Ja. Und sich wirklich konkret damit befassen, diesen Schritt, den muss man irgendwie machen. Und je früher man den macht, desto mehr betreibt man auch Shift-Left-Testing. Ja, es ist ganz lustig. Ich hatte gerade vor einer Stunde eine Folge aufgenommen, auch zu dem Thema Shift-Left-Testing. Und das ist schön, weil du das jetzt auch nochmal bestärkst, dass wir quasi ja dadurch ja einfach wirklich die Qualität schon so früh wie möglich einfach auch schon beginnen zu sichern. Ne? Und nicht erst irgendwann einmal im Test dann das finden. Ne? Wir klären diese ganzen Unstimmigkeiten, vor allem machen Modelle auch implizite Annahmen explizit. Weil ich lese einen Text und da fehlt eine Information und das menschliche Gehirn ist so gestrickt, das mag keine Lehre. Also erfüllt es das mit dem, was wir schon wissen, auf. Also sprich mit unserem Erfahrungsschatz. Ganz konkret denkt man, ach, das ist schon so, wie ich das kenne aus dem und dem System. Nur dummerweise haben wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungsschätze und wir füllen das nicht mit den gleichen Erfahrungsinformationen auf. Jeder ist aber glücklich, das passiert ganz schnell und implizit im Hirn. Jeder ist glücklich, weil er denkt, er hat es verstanden. Aber das Verständnis ist halt unterschiedlich. Und wenn ich das jetzt niedermale und dann habe ich das plötzlich für den anderen sichtbar, dass mein Verständnis ja von seinem abweicht. Ja, das ist total spannend. Und ich finde aber auch, dass also eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, die ist jetzt bei mir noch so hängen geblieben, das kann auch aus einem Meeting heraus entstehen. Ne? Ich glaube, viele, wenn sie an modellbasiertes Testen oder an Modelle denken, da denken immer so an, oh Gott, das muss ich jetzt in UML und wohl geformt und da brauche ich irgendwie ganz Strukturen und alles so Dings. Aber ich glaube, man kann das einfach auch aus ganz vielen Informationsquellen ziehen, ne? Und beginnen, dieses Modell zu füttern. Ne? Ja, ich habe immer sehr provokativ gesagt, modellbasiertes Testen kann man auch mit Papier und Bleistift machen. Ja. Und das geht auch, aber man verliert natürlich den Vorteil der automatischen Testfallgenerierung, wenn man das so macht. Aber ich behaupte mal, das ist immer noch besser, als gar keine Modelle zu verwenden. Das ist halt ein sehr, sehr pragmatischer, sehr ein Ansatz mit einem schon relativ geringen Reifegrad. Aber es ist ein Anfang und es führt schon zu einer Menge Gewinn hinsichtlich Kommunikation und Klarheit und auch Komplexität beherrschen, dass man den Überblick überhaupt behält. Ja. Aber du sprichst da einen Punkt an mit UML. Ich spreche ja ganz explizit immer von Flowcharts und wir haben eine Weile auch versucht, nicht mehr von modellbasierten Testen zu sprechen, sondern von visuellem Testdesign. Denn das ist es, wenn man mit grafischen Darstellungen arbeitet. Weil dieser Begriff des modellbasierten Testens, dem haftet sowas an von, oh, das ist kompliziert, das ist was für Experten, ich muss ja schon meine Tests automatisiert haben, bevor ich das machen kann, da muss ich UML können und so. Und das stimmt aber nicht. Im Gegenteil, je pragmatischer ich vorgehe, desto besser funktioniert es. Also die Modellierungspalette, die reicht wirklich. Ich brauche Kästchen und Pfeile und dann brauche ich noch die Möglichkeit für Unterdiagramme. Das brauche ich einfach, weil es sonst zu viel auf einer Seite wird. Startknoten, Endknoten, Entscheider vielleicht und die gelben Zettel. Also visuelles Testdesign, finde ich einen schönen Begriff. Ne? Das kann man ja gleich noch mal ein bisschen frischer, ne? Auch als modellbasiertes Testen. Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich ja dann irgendwann mein Modell so alle Unklarheiten beseitigt und habe so etwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt schon mal relativ
safe, mit dem kann ich weiterarbeiten. Was mache ich denn dann damit? Wie geht es denn dann weiter? Der nächste Schritt ist, also am Anfang macht man sich Gedanken über die Abläufe. Der nächste Schritt ist dann, macht sich wirklich Gedanken über das, was man testen möchte. Mhm. Und hier habe ich das Teile- und Herrsche-Prinzip. Ich habe die Abläufe. Die Abläufe bestehen aus Blöcken, also dann in der Regel Aktionen, ne, oder Aktivitäten. Und zu jeder Aktivität kann ich mir überlegen, was da jetzt getestet werden soll. Da sind wir dann auf Ebene von einzelnen Requirements oder einzelnen User Stories und wir sprechen im Grunde von Akzeptanzkriterien der User Story. Also es gibt verschiedene Gutfälle, wie die ich da jetzt genannt hatte, mit dem Alter und dem Alkohol. Und das mache ich für jede Aktion und hinterlege das, was ich jetzt testen möchte. Auch das kann ich jetzt wieder mit den Betroffenen, also mit denen, die sich auskennen, diskutieren, mit der Entwicklungsabteilung teilen, damit die auch wissen, was im Fehlerfall geschehen soll, also was das erwartete Ergebnis ist. Und dann wird es toolspezifisch. Dann brauche ich ein Werkzeug, einen Testfallgenerator, der mir dann nach bestimmten Regeln, und die hängen dann sehr vom Tool ab, die Testfälle daraus generiert. Mhm. Der Testfall, was das Tool macht, das machen die alle Tools, sie beginnen beim Startpunkt und sie laufen durch das Modell durch, egal ob Flowchart oder Zustandsdiagramm oder Message Sequence Chart oder was auch immer. Aber sie laufen durch und sie sammeln einfach Schritt für Schritt über die verschiedenen Pfade die Informationen ein und bauen die zusammen zu einem Szenario. Mhm. Und ist das kommt dann da so ein textuelles Szenario raus? Also ist quasi, wenn es ein Testablauf, dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, tatsächlich in den meisten Fällen ist es textuell. Ich kann natürlich auch sofort Keywörter anbinden. Also ich kann, im Grunde hängt es ein bisschen davon ab, was du reinsteckst ins Modell. Weil das, was du reinsteckst, wird auch eingesammelt und dann zusammengebaut. Wenn ich jetzt also beispielsweise irgendwelche Schlüsselwörter aus einem Testautomatisierungs-Keyword-driven Ansatz hinterlege, dann sind das Funktionsaufrufe. Was ich dann zusammenbaue, das ist dann letztendlich ein Skript mit lauter Funktionsaufrufen. Also das geht, und eine große Stärke vom modellbasierten Testen ist, dass es auch tatsächlich diese Brücke bildet. Denn bei vielen Tools kannst du sowohl das eine als auch das andere generieren. Eine manuelle Textbeschreibung oder eben ein Skript. Die Keywörter müssen dann natürlich noch implementiert werden, aber zumindest der Aufbau des Skripts ist schon mal durch das generierte Skript gegeben. Ich verstehe. Also das heißt, ich kann den Output ja auch steuern, je nachdem, was ich brauche, ob ich manuelle Testfälle brauche oder das für meine Automatisierung nutzen möchte. In verschiedenen Spielvarianten, mit Keywords ist die eine, gibt es vielleicht auch andere, wo ich noch irgendwelche Skriptkomponenten mir schon aufbauen kann damit oder sowas, die ich dann nur mal mit Code befüllen muss. Also das leuchtet mir schon super ein. Ja? Ja, da wird es dann sehr toolspezifisch. Ja. Ne? Man kann grob unterscheiden, es gibt so zwei Typen von Tools. Es gibt die relativ geschlossene Systeme sind, die auch das Testautomatisierungsframework direkt anbinden und die dann letztendlich natürlich für ihr eigenes Framework generieren. Und es gibt die offener sind und wo ich in verschiedensten Formaten exportiere. Und also meine Erfahrung ist, dass die üblichen Frameworks, also sei es ILM-Werkzeuge oder Testmanagement-Werkzeuge wie X-Ray, Jira, Cephia, Jira jetzt nicht, aber Cephia, ILM, die verschiedenen, oder aber eben die Durchführungswerkzeuge anbinden. Und die Hersteller sagen dir alle, wenn das, was du jetzt brauchst als Output-Format, wenn es das nicht gibt, ist es nicht besonders schwierig, das zu generieren. Weil letztendlich ist es nur in passende, wenn man die Formatierung kennt, nur in passende Formatierung bringt. Ja. Jetzt bei der Generierung kann ich da, würde ich jetzt mal mutmaßen, einfach auch verschiedene, sagen wir mal so, Parameter mitgeben. Ne? Vielleicht auch kann ich dann da auch sagen, gewisse Datenkonstellationen oder verschiedene Kombinationen von den Durchläufen, dass man da die Testfallanzahl auch irgendwo skalieren kann? Ja, Testfallexplosion ist so ein Stichwort, was auch mit modellbasierten Testen verbunden wird. Weil
Also um das zu erklären, was Testfallexplosion ist und wo die herkommt, wenn ich ein Ablaufdiagramm habe und ich habe eine Rückschleife, also wenn das nicht funktioniert, dann steig einfach vorne in den Ablauf wieder ein, dann habe ich ja eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten der Pfade. Ich kann die Schleife hier einmal, zweimal, dreimal, 100-mal, unendlich mal durchlaufen. Und dadurch, dass ja eine Kombinatorik auch eine Rolle spielte, kriege ich sehr schnell sehr, sehr viele Testfälle. Und wie das beherrscht wird, ist wieder sehr toolspezifisch. Also da gibt es sehr unterschiedliche Methoden, aber üblicherweise, was ganz wichtig ist, ist die Überdeckung. Mhm. Weil ich habe ja in meinem Modell hinterlegt, was ich testen möchte. Und das sind ja alles Fälle, die ich mindestens einmal irgendwo getestet haben möchte. Das heißt also, so eine minimale Forderung ist, dass das, was ich gesagt habe, was ich testen möchte, auch in irgendeinem Testfall vorkommt. Und da kann man dann jetzt also alle Aktivitäten überdecken oder alle Äquivalenzklassen von Datenwerten oder alle im Zustandsdiagramm, alle Zustandsübergänge oder so. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und was genau man macht und was man genau machen kann, hängt wieder vom Werkzeug ab. Verstehe, ja. Jetzt ist ja ein großes Thema bei so einer Testfallgenerierung ja auch die Wiederholbarkeit und vor allem die, wenn Änderungen auftreten. Ne? Das System ändert sich gerade im agilen Kontext, ne? Machen wir hier und da ein Neues. Das heißt, das Modell wird sich ja auch mit der Zeit weiterentwickeln, kommen neue Sachen dazu, es teilt sich auf oder sowas. Wie geht man denn damit um oder was sind da so die Konzepte dahinter? Ja, ganz wichtig ist Versionsmanagement, ne? Also Konfigurationsmanagement für die Modelle. Ich muss sicherstellen, dass ich weiß, welches Modell für welche Testfälle zur Generierung welcher Testfälle hergenommen wurde. Ich muss auch sicherstellen, dass ich weiß, wenn Änderungen gemacht wurde, was geändert wurde. Das betrifft jetzt erstmal das Modell an sich, aber das ist schon ein durchaus interessantes Thema. Wenn ich mir ein Werkzeug anschaue, worauf ich doch deutlich achten muss, weil da komme ich sonst irgendwann in Teufels Küche, weil ich nicht mehr weiß, welches Modell eigentlich zu welchem Stadium des Projektes gehört hat. Simpel gesagt, zu welchem Sprint. Der nächste Punkt ist, wenn ich eine Änderung im Modell mache, dann bedeutet das tatsächlich, dass sich die Testfälle sehr gewaltig ändern können. Und auch da gibt es verschiedene Ansätze. Entweder ich schmeiße einfach alles weg und ich generiere wieder neu und ich nehme sozusagen jeden Sprint wieder neue Testfälle. Das hat einen gewissen Charme, wenn ich agil arbeite und wenn ich automatisiert teste. Weil dann vermeide ich nämlich, dass ich Sprint für Sprint immer mehr Tests bekomme. Und diese Tests, also zum einen halt schwerer handhabbar sind, weil sie immer zahlreicher werden und zum anderen ja letztendlich auch immer das Gleiche testen. Es ist ja durchaus interessant, Sprint für Sprint unterschiedliche Varianten zu testen. Also unterschiedliche Varianten von Abläufen zu testen. Das Problem in vielen Projekten ist aber, dass das schlicht und einfach vom Prozess her nicht geht. Wenn ich einen Prozess habe und gerade wenn ich auch manuellen Test habe, möchte ich doch die Tests vom letzten Durchlauf teilweise wiederverwenden oder wenigstens rein argumentieren. Das Ergebnis ist noch gültig und deswegen kann ich das nehmen, weil sich da nichts verändert hatte. Und das heißt, ich schmeiße alles weg und ich ersetze das durch neue Fälle. Das taugt nicht so. Ich weiß nicht, inwieweit ich erlaubt bin, über Produktwerbung zu machen, aber das Produkt vom Hersteller, für den ich jetzt aktuell arbeite, das verfolgt eine andere Philosophie, nämlich wenn die Testfälle erstmal generiert sind, dann hilft mir das Tool, sie wieder passend wieder zum Workflow synchron zu halten, so dass ich also von Sprint zu Sprint auch zum einen das Modell ändere, aber dann mit Werkzeugunterstützung auch meine Testfälle aktualisiere und die behalten die gleiche ID. Die sehen auch noch weitgehend so aus wie im letzten Durchlauf. Sie enthalten nur jetzt halt die neuen Schritte, die noch nötig sind. Was weiß ich, ist es noch ein zusätzliches Fenster, eine zusätzliche Abfrage reingekommen, die natürlich auch irgendwie abgetestet werden muss. Oder zumindest weggeklickt werden. Das Fenster, das stört jetzt den Ablauf im Skript. Ja.
Mhm. Ja, also ich glaube, ich kann mir, wenn ich auf meine Kunden schaue, beide Szenarien gut vorstellen. Ne? Das eine ist diese Aktualisierung, weil man will das Alte schon irgendwo haben, weil wir sehen, läuft es noch immer. Ne? Und das andere ist auch zu sagen, okay, einfach weg damit und neu gemacht und dann reicht es auch. Also ich glaube, da gibt es auch für beides auch gute Anwendungsfälle und Möglichkeiten. Ne? Durchaus, ja. Jetzt, wenn du jetzt so mal die Top 3 Highlights für dich, was du gelernt hast für modellbasiertes Testen, wo da wirklich die Vorteile drinnen sind, na, kannst du die für uns nochmal so zusammenfassen und einmal da rausstreichen, damit wir dann nochmal die Angst nehmen, uns damit zu beschäftigen? Also Punkt Nummer 1 ist, es ist einfach super, um zu klären, was eigentlich zu tun ist. Ja, und wenn ich das ganz früh im Prozess mache, kann ich mir im Grunde sogar die Detaillierung der Anforderungen sparen, sondern ich mache das gleich in meinen Testfällen und dann komme ich in einen wirklich Shift-Left-Ansatz in Akzeptanztestgetriebene Entwicklung. Es geht auch mit Modellen. Also Punkt 1, es ist einfach ein super Kommunikationsmittel, um Anforderungen und das, was zu tun ist, zu klären. Punkt Nummer 2 ist, es macht das Arbeiten tatsächlich einfacher. Es macht übrigens auch mehr Spaß, mal ein Modell zu malen, als seitenweise Testspezifikationen zu schreiben. Und es macht auch mehr Spaß, das zu prüfen, zu reviewen. Und man bekommt auch Leute eher dazu, sich das Modell noch ein 3., 4., 5. Mal anzuschauen, während das bei der 200-seitigen Testspezifikation schwierig ist. Also es ist effizienter und effektiver. Also ich habe auch eine bessere Information darüber, ob ich alle Anforderungen abgedeckt habe, und ich kann die Qualität meines Tests tatsächlich messen. Das ist der Punkt mit der Qualität. Und es bildet eine Brücke zur Automatisierung. Ich kann auch als nicht programmierender Testspezialist oder Fachexperte zur Automatisierung beitragen, weil ich ja letztendlich diese Keyword-Skripte generieren kann. Genau, ja. Super, danke. Das ist, also ich finde es jetzt schon mal echt gut, weil du bei mir schon einiges an Vorbehalten aufgelöst hast oder wo ich gedacht habe, das ist so formal alles. Da hast du jetzt echt noch eine Leichtigkeit reingebracht. Das finde ich echt angenehm. Jetzt kennst du ja euer Produkt und auch den anderen Markt, da gibt es ja einige Toolhersteller auch und das ganze Konzept entwickelt sich ja auch irgendwo weiter. Was sind denn so, wenn du so an den Horizont blickst, so Entwicklungen, wo sich dieses Visual Test Design, ich nenne es jetzt mal so, hinentwickelt? Also eine Sache beobachte ich ganz eindeutig, es ist wieder im Kommen. Und zwar ist diese pragmatische Variante im Kommen. Weil in der Vergangenheit ist es zu sehr mit Embedded Systemen, mit Automatisierung und so verknüpft worden. Das rein grafische, möglichst pragmatische, einfach, das ist der gleiche Trend wie die ganzen No-Code oder Low-Code Automatisierungstools. Also es kommen neue Tools auf den Markt, und das Interesse für das Thema ist erstarkt wieder. Vielleicht der Tatsache geschuldet, dass die Agilität der Systemsicht so ein bisschen geschadet hat. Wir schauen auf User Stories, das funktioniert auch sehr gut. Aber wenn wir den Gesamttest haben wollen und den systematisch haben wollen, da wird's dann dünner, weil der Überblick über die Epics und die Features längst nicht so gut gegeben ist. Ja, da haben wir dann viel exploratives Testen. Gut, also das ist so der aktuelle Trend, den ich beobachte. In der eigentlich näheren Zukunft wird sicherlich KI ein Thema sein. Weil eine Sache muss ich dann schon zugeben, dieses Modellieren erfordert Abstraktionsvermögen. Und dieser Abstraktionsschritt, also dieses überhaupt erstmal von oben herab auf den Ablauf schauen und den erstmal niederschreiben, fällt den Leuten, die es über Jahrzehnte gewohnt waren, eigentlich immer mit der Nase direkt auf dem Thema zu sein, und so eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung zu machen, fällt denen schwer. Und es ist auch, selbst wenn man geübt ist, immer erstmal so ein Weilchen, bis man sucht. Und diesen ersten Schritt machen zu können, da wird sicherlich einiges geschehen, dass künstliche Intelligenz bestehende Modelle, bestehende Testfälle, bestehende Requirements analysiert und daraus einen ersten Entwurf macht. In der Richtung gibt es Aktivitäten, also auch wir denken darüber nach und ich weiß, dass auch andere darüber nachdenken.
beziehungsweise das auch schon einbauen in das Produkt. Ich bin ein bisschen skeptisch dabei, weil einer eben dieser ganz großen Mehrwerte, die ich sehe, ist, dass sich mit dem Thema mental auseinandersetzen, dem System, zu testenden System. Und wenn das die KI übernimmt, habe ich wieder eigentlich einen vorgekauten Text, den ich mir dann durchschaue, durchwinke und selber nicht wirklich meine grauen Zellen angestrengt habe. Und ob das der Sache so zuträglich ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, aber es senkt die Hemmschwelle. Ich glaube, es sind schon zwei starke Aspekte drin. Zum einen, das Auseinandersetzen fällt weg. Zum anderen ermöglicht es eine Abstraktion, die ich vielleicht selber nicht überblicken kann oder eine Gesamtsicht, die ich einfach selber auch nicht schaffe oder einfach lange brauche, bis ich da hinkomme. Ne? Ja, und vielleicht müssen wir es auch in 2 Schritten machen. Vielleicht ist die KI senkt die Hemmschwelle. Und wenn die Hemmschwelle dann erstmal gesunken ist und ich mich an die Art und Weise der Formulierung gewöhnt habe, fällt es mir vielleicht auch leichter, ein Modell von 0 auf selber zu schreiben. Genau, ja. Ja, super. Anne, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick da und diese Leichtigkeit, die du auch in das Thema reinbringst. Das kannst du noch einmal unterstreichen, dass sich mit dem Thema auch einmal auseinanderzusetzen, ne? Und nicht nur dieses Modellmonster zu sehen und sagen, oh, das ist alles so Ding, sondern zu sagen, okay, man kann auch pragmatisch rangehen, man kann einfach mal beginnen, damit auch auf Papier mit Stift sich ein Modell zu überlegen, um selber Klarheit zu bekommen, daraus Testfälle zu bauen und dann auch in Richtung eines Tools zu gehen, um das vielleicht an die Automatisierung dann anzubinden. Da finde ich, da hast du uns einen sehr guten Einblick gegeben und ich bin mir sicher, wir werden noch über das eine, oder du bist ja da auch sehr speziell in manchen Themen drin, dass wir da auch noch mal eine Folge dazu machen, uns das noch mal genauer anschauen. Aber ich finde, das war jetzt mal eine super Einführung hier für unsere Hörerschaft auch hier. Da danke ich dir schön. Herzlich gern. Ja. Dankeschön. Und ich freue mich schon aufs Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao.